Grüß euch zum Vinyl Tag 2025 in der deutschen Ausgabe. Der Edwin, der Pretty Green Vinyl Guy aus Belfast, kommend, hat heuer den Tag verfasst, die 20 Fragen, weil der Rob Walker hat's nicht mehr gemacht. Ist nicht ganz ohne Kritik, glaube ich, gegangen, aber es gibt inzwischen wahnsinnig viel englischsprachige Antwortvideos. Darum fange ich an mit einem Deutschen und habe die 20 Fragen auf Deutsch übersetzt und werde es auch hinten im Anhang dazu auch hängen. Wenn euch meine Videos gefallen, gerade das letzte war ein Renner für die Zuschauerzahlen, lasst ein Abo da, es kommen immer wieder interessante Sachen. Aber jetzt fangen wir mit den Fragen an und schauen wir, dass es nicht allzu lang wird, das Video. Bester Kauf des Jahres 2024, neu oder gebraucht? Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich habe einen Grail gefunden für mich. Novaks Kapelle live. Die Platten hat's Anfang 80 relativ billig im Abverkauf überall gegeben. Ich habe es mir damals nicht gekauft. Ich habe mir leider auch nicht die Naked gekauft damals. Aber jetzt habe ich sie gekriegt. Fällt mir eigentlich nur mehr die Brennmaterial für die 80er Jahre. Zu Novaks Kapelle kommt demnächst, verspreche ich schon ein paar Mal, ein Spezialvideo. Also mein Grail, mein Kauf. Novaks Kapelle live. Frage 2. 50 Jahre später, bestes Album von 1974 geht die Originalfrage. Die war voriges Jahr auch schon beim 24er Vinyl Tag. Und ich glaube, der liebe Edwin hat sich einfach ums Jahr vertan. Darum gehe ich aufs 75er Jahr und da kommt für mich auch Platten in Frage. Das ist ein Klassiker, Wish You Were Here von Pink Floyd. 75 rausgekommen, ich hab's seit 1980, dürfte aber schon ein Repress sein. Ich hab leider, weil damals war ich immer Teenager, die schwarze Überhülle nicht mehr. Die ist irgendwann unterwegs verloren gegangen. Mit die originalen Inner Sleeves, mit die Texte drauf, am Harvest Label erschienen. Noch eine Maiplatten von 1975, 50 Jahre alt. Eigentlich ein Wahnsinn, gell? Die Zeit vergeht. Gut, Frage 3. Ein Album, das ein Genre definiert. Für meine Altersklasse passt Punk. Und was hat ein Punkrock definiert? Nevermind the Bollocks. Hier ist die Sex Pistols. Eine Band, die nicht wirklich spielen können hat, die Lieder gemacht hat, die einfahren wie Handgranaten in ein kleines Zimmer. Das ist der Hammer, eigentlich. Damals hat es mir gar nicht so gut gefallen. Die gewinnt für mich mit den Jahren, weil man es erst richtig schätzen lernt. Ist leider eine Nachpressung. Ich hätte auch die erste für die Clash halten können, die hätte ich als Erstpressung da. Aber Sex Pistols, die sind wirklich, was den Punkrock definieren. Das ist Punkrock, Punk. Was ist heute daraus geworden? Gut. Frage 4. Die beste Band aus deinem Heimatland. Die Amis schwerer wie wir. Bei uns gibt es nicht so viele Bands, die wirklich gut sind. Wobei beim Überlegen in Österreich gar nicht so wenig. Was habe ich mir da aufgeschrieben? ERV, Wander zum Beispiel. Habe ich eine ausgesucht schon, die nehme ich aber nicht. Bilderbuch kennt man, glaube ich, auch in Deutschland. Naked Lunch waren gut. Die Austria 3, Ambrus, wenn man als Band sieht. Der Tanzer, der DJ Ötzi, erfolgreich, aber gut, nicht wirklich. Gavalier, naja, vergessen wir's. Das geht eher in die Volksmusik-Schlagerecken. Und da gab es ja welche, was wirklich gut sind. Auch, aber ich eben nicht mag. Was haben wir ausgesucht? Elos Boy. Eine Band, die seit die 70er Jahre, Ende 70 aktiv ist, aber nie irgendwo auftritt. Wiener Band.
die Heavy Metal macht. Die Platten ist derartig gut, dass ich sage, das ist eigentlich die beste Band aus Österreich. Hört es euch an, man kann streamen, Gallows Pool, In Rock We Trust. Klassische Heavy Metal aufmachen, sehr düster und schwarz. Cover mit der nackten oder fast nackten Kriegerin drinnen. Texte richtig genretypischer und Platten auf dem Major Level CBS erschienen. In einer sehr guten Qualität, in Holland produziert geworden. Wir haben nie einen Durchbruch gehabt. Obwohl, wenn ich es mir auch her, denkt man ein paar Mal, da haben die von Metallica angeschaut oder was? Nein, geht nicht, die waren ja vorher da. Ich verstehe es nicht. Aber die Band ist auch bis vor ein paar Jahren aktiv gewesen, tritt aber nie auf. Reine Platten-CD-Band. Gibt's. Gut, das war die beste Band meiner Meinung nach aus unserem Land. Frage 5. Ein Künstler, den du sehr vermisst. Da habe ich jetzt keine Platten da, aber für mich ist das der Charlie Watts. Ohne Charlie Watts sind die Stones nicht mehr die Stones. Wahrscheinlich haben sie das selber erkannt und hat deswegen ihre Europatournee-Pläne begraben. Gut. Das beste Live-Album in deiner Sammlung. Bin ich draufgekommen, es gibt recht viel gute Live-Alben. Was ist jetzt das Beste? Momentan, seit ich es in der Hand halt als Vinyl, ist für mich das Beste Rory Gallaghers Eigestur 74. Rundherum in Irland aufgenommen. Da ist der Rory in seiner besten Zeit gewesen, hat eine Spiellaune, eine Explosivität an seiner alten Strat. Kommt für mich nichts anderes zu. Die Platten hat mir auch in die 80er Jahre schon sehr gut gefallen, mir und meine Freunde, und hat uns animiert, dass wir selber zu den Gitarren gegriffen haben und zum Bass und ein Schlagzeug besetzt haben. Und Coverversionen, 2 Stück sogar, gibt's, die erhalten geblieben sind, von One The Who, von Muddy Waters halt gemacht haben. One The Who, Who's Gonna Be a Sweet Man When I'm Gone. Findet man auf dem YouTube-Kanal auch die beiden Aufnahmen. Gut, mein Live-Album. 7. Frage. Dein Partner hat dich gerade verlassen. Welches Album legst du auf? Nicht die Wahl, aber wie meine erste große Liebe in die Brüche gegangen ist, habe ich mir für die Wahl das Lied Vera. Heute, was nehmen wir die heute? Songs of Love and Hate von Leonard Cohen. Also wieder sehr melancholisch. Ja, passt einfach zur Situation, sage ich jetzt. Andere dort vielleicht was Aggressives hören. Ich wäre bei sowas Melancholischen. Die am besten klingenden Drums auf einer Platte. Jetzt nicht von der Qualität vom Schlagzeugspiel her, sondern wirklich von der Aufnahmequalität. Für mich sind es die Pixies mit ihrem Debütalbum Surfer Rosa. Gerade wenn man Wer es ja meint, hört, wenn das kommt, erst der eher ruhige Einstieg und dann setzt das Schlagzeug ein. Das ist wie wenn das Schlagzeug im Raum steht. Derartig präsent, laut. Ich vergleiche es immer, wenn man im Proberaum drinnen ist mit kleinen Übungsverstärker oder über die Gesangsanlage die Instrumente spielt und das Schlagzeug ist im kleinen Raum einfach viel zu laut. So ähnlich klingt das da. Das kommt derartig brachial aus, für mich absolut genial aufgenommen auf der Schallplatte. Ich habe das Lied jetzt einmal, wir spielen es auch öfters im Radio, und wurscht ob auf DAB oder UKW, mit dem Lauten, es war, im Radio ist das flach, auf der Platte glaubst du wirklich, der Schlagzeuger steht bei dir im Raum oder das Schlagzeug steht bei dir im Raum. Für mich die beste Schlagzeugaufnahme. Lieblingskünstler, der Mitglied in 2 oder mehr Bands ist, Miles Kennedy.
Angefangen hat er mit dem Mayfield 4, da habe ich leider keine Platten, das habe ich nur im Streaming zur Verfügung. Und dann ist er mit Alter Bridge eigentlich weltberühmt geworden. Da habe ich das Album Walk the Sky. Alter Bridge schaue ich mir wegen ihm und dem Tremonti eigentlich regelmäßig an, wenn sie live nach Österreich kommen. Und nebenbei spielt er noch mit dem Slash. Äh, Slash featuring Miles Kennedy und The Conspirators. Die bessere Band, wo der Slash im Augenblick mitspielt. Besser als man schaut sich ganz in Roses an. Sag ich, ist es da. Und der Miles kann auch die ganzen Roses Lieder gut singen, wobei der Slash ja in letzter Zeit eher auf der Blueswelle unterwegs ist. Aber falls er wieder mal kommt mit die Conspirators, freue ich mich schon drauf. Die letzte Platten, die 4, die verkramte, war jetzt nicht die weltbeste Platten. Aber die live im Roxy 2014, das könnte auch unter die besten Live-Platten schaffen, wenn wir in 10, 15 Jahren wieder davor rennen. Gut, also Miles Kennedy. Und dann hat er 3 sehr hervorragende Solo-Platten inzwischen auch gemacht. Miles Kennedy, Years of the Tiger, wo er den Verlust seines Vaters verarbeitet. Dann war die Ides of March. Da hat er eigentlich verarbeitet, wahnsinnig scheine Platten von der Aufmachung her. Da hat er verarbeitet die Corona-Zeit und die Schwurbler-Theorien, was dazu auftreten sind. Und die habe ich erst vor kurzem vorgestellt. Die The Art of Letting Go. Voriges Jahr rausgekommen und jedenfalls wahnsinnig gute Platten. Gut, Frage 10. Beatles oder Stones? Okay, müssen wir da wirklich drüber reden? Ich weiß nicht. Weil ich mir zufällig auch gehört habe in den letzten Tagen. Das Raute-Album und die Rolled Gold, also die Parade-Sampler von den Stones und von den Beatles. Jetzt euch die erste Seite an. Die Stones sind eine Bluesband und fahren. Und bei den Beatles, naja, nicht schlecht. Und, was kommt noch dazu? Wer macht noch immer Platten? Ja, ist so. Gut, Nummer 11. Du hast eine Tüte Gras gefunden. Was wirst du dir anhören? Abgesehen davon, dass man es ja nicht mehr finden muss, sondern zumindest bei euch in Good Old Germany ganz normal kaufen kann, was ich gehört habe inzwischen. In Österreich ist es ja immer ein bisschen illegal. Was passt besser zu einem Ofen als Sweet Smoke? Und Sweet Smoke Live. Die habe ich auch schon sehr lang, beide Platten. Und Sweet Smoke mit Just a Poke, eine Band aus New York, das irgendwie nach Deutschland verschlagen hat, soweit ich mich erinnern kann. Und interessant, der Just a Poke sind 2 Lieder drauf. Auf der Seite 1 Silly Sally und auf der Seite 2 Baby Night. Und das Schlagzeug-Solo mit dem Ping-Pong-Stereo-Effekt, die ewigen Improvisationen, also das fährt schon, du wirst fast heuer ohne Ofen. Gut, gehen wir wieder zu was Ernsthafterem. 12. Frage, ein Album aus den 80er Jahren, das du immer noch hörst. Da habe ich mir ausgesucht, also es gibt ein paar, was ich noch immer her, obwohl ich die 80er Jahre Musik jetzt nicht als der wirkliche Bringer empfinde. Aber Stevie Ray Vaughan mit der Couldn't Stand the Weather, die höre ich mir noch immer oft und gerne an. Und das ist auch von der Soundqualität eine wahnsinnig gute Platten, mit der man seine Anlage durchaus präsentieren kann. Also 80er Jahre. Stevie Ray Vaughan und Double Trouble mit Couldn't Stand the Weather. In Ben Alley hört sich das an. Das ist ein Lied. Voodoo Child. Das Cover ist einmal gut aufhören zu schwärmen, sonst wird es wieder zu lang. Jo, 13. Ein Künstler, dessen politische Haltung dich verärgert hat. Also ich finde,
Politik und Musik, vor allem Rock'n'Roll, passt nicht hundertprozentig zusammen. Es gibt immer wieder Zeiten, da braucht man politische Aussagen, wo ich da stehe. Will ich jetzt da nicht sagen, aber die Amis, lustigerweise, haben sehr viele bei ihren Vinyl Tags in Ted Nugent angegeben. Und den kennt die politisch jetzt auch nicht wirklich. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Gut. Nächste Frage ist für mich auch nicht so relevant. 14, dein Lieblingslevel zeigen. Habe ich nicht. Ich höre Musik, mir ist das Label, was rauskommt, relativ wurscht. Ja, ist so. 15. Eine Serie von 3 großartigen Singles. Habe ich bei mir in die 45er auch nicht angefunden, wenn ich ehrlich bin. Habe dann ein bisschen so überlegt und habe mich erinnern können, Anfang 90 hat es eine Band gegeben, die hat zwar 3 Platten als Singles oder als Videos veröffentlicht, die eine Trilogie ergeben haben. Und zwar ist das Guns N' Roses mit die Use Your Illusion Platten, und zwar auf der Use Your Illusion 1 hat das Video zum Don't Cry gegeben, und das zweite, was zur Serie gehört hat, war das November Rain. Beide exzellente Lieder, exzellente Videos, und das dritte haben sie dann auch wieder auf die Use Your Illusion 2, und zwar war das Estranged. Also die 3 Videos gehören zusammen und sind ja als Single mehr oder weniger veröffentlicht worden. Für mich ist das der perfekte Run von 3 Singles, die auch Geschichte erzählen, nämlich sogar. Gut, keine echten Singles leider, aber 3 Lieder, die unmittelbar zusammengehören. Ein Record Store Day Kauf, den du tatsächlich oft hörst, habe ich nicht. Was sie machen, habe ich nicht. Ich habe zwar sicher irgendeine Platten Record Store Day Spezialausgabe, aber ich höre es nicht regelmäßig, wenn ich es habe. Gut. 17. Du kannst, dass jeder Künstler wiedergeboren werden, tot oder lebendig. Wer wird es sein? Da habe ich lange überlegt. Sehr lang. Und dann ist mir ein eher unbekannter Künstler untergekommen, der mich wirklich fasziniert. Und zwar ist es der Alexis Korner. Vater des British Blues, des British Rocks, könnte man fast sagen. Zusammen mit dem John Mayall. Also er hat mindestens gleich viel da für die Entwicklung unserer geliebten Rockmusik, Bluesmusik, Bluesrock, wie der John Mayall. Nur nicht ganz so lang, glaube ich. Weil er doch, glaube ich, noch einmal ein Stück älter war. Und er hat die Stones zusammengebracht. Außerdem ist er eine coole Sache. Die Frisur ähnelt der, die ich mit 17, 18 gehabt habe. Die besten 3 Zeilen in einem Song. Then somewhere near Selena's Lord I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And if I trade all my tomorrows for one single yesterday, bla 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 bla. Dann eigentlich ist es fast die eine Zahlen. And if I trade all my tomorrows for a single yesterday with you. Das ist, glaube ich, eines der schönsten Sachen, was man sagen kann. Über einen Menschen, den man verloren hat oder der einen verlassen hat und den man wieder haben will. Gut, und dann kommen wir schon zur Frage 19. Ein Album, das du immer anhören kannst, ohne müde zu werden oder ohne dass es dich ermüdet. Also mit dem man sich nicht tot hören kann. Hard Again, Muddy Waters. Die Platten habe ich seit 1980, glaube ich, und wenn wir dauernd anhören. Wird man nie langweilig, wird man nie fad. Spätwerk von Muddy Waters, produziert von Johnny Winter in einer sehr guten Qualität. Hört es euch an. Man kann da sagen, das ist die Bluesplatte. Gut, und damit kommen wir zur Frage 20. Teile deine Lieblings-Vinyl-Community-Kanäle oder eigentlich Kanaleinzahl. Ich kann mir aber nicht entscheiden. Ich mag nicht einen vor den Vorhang heben. Eigentlich gar keinen, aber
so wie letztes Jahr, wenn höre ich mir oft und gern an, das ist der Erwin von Across the Borderline. Ich mag seine Stimme, ich mag seine Themen. Und der Musikgeschmack deckt sich in sehr vielen Belangen bei uns. Äh, Dann kommt scheibenweise der Gerd, den höre ich auch irrsinnig gern. Der ist wirklich der so vorbereitet, hat so ein intensives Musikwissen und bringt es auch immer gut. Also wenn bei denen ein Video eine Stunde dauert, kann man es auch anschauen. Äh, Dann die Vinylhöhle, der Kai, der Micha und der Nico. Die sind auch immer wirklich interessant. Und dann habe ich noch Vinyl und More, der Ingo. Musikgeschmack deckt sich. Er stellt Plattengeschäfte auf Reisen. Ich stelle Plattengeschäfte auf Reisen. Passt irgendwie auch gut. Geschmack passt auch zusammen. Und dann noch viele andere natürlich mehr. Auch die Jungen wie jetzt der Metal Heaven Records zum Beispiel. Gibt viel zum Stöbern. Die German Vinyl Community wächst und wächst und wächst. In dem Zusammenhang darf ich mich freuen, wenn auch ein paar deutsche Kanäle jetzt beim Vinyl Tech mitmachen und die Fragen beantworten probieren. Übersetzt hätte ich es einmal. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, Wenn ja, lasst ein Abo da und legt euch eine gute Scheibe auf. Grüß euch. Sag, dass es aufhängt. Wir überlegen, auf was für einer Seite ist das oben auf der dritten? Ja, der Waters hat eine ziemlich furchtbare Schrift. Vera. Does anybody remember Vera Lynn? Ja, hat mich tief bewegt damals. Jawohl, Vera.